Das eh schon krisengebeutelte Ubisoft fügt seiner traurigen, jüngeren Geschichte ein weiteres Kapitel hinzu und steht möglicherweise sogar kurz vor seinem Aus. So hat das Unternehmen in den letzten 2 Jahren rund 65% seines Börsenwerts verloren. Was zur Hölle ist da eigentlich los? Jetzt der wohl letzte Akt von Ubisoft in den News. Yves Guillemot gilt als Superstar der Videospieleszene. Bereits im Alter von 24 Jahren hat der heute 62-Jährige mit seinen Brüdern Claude, Michel, Gérard und Christian Ubisoft gegründet. Seit er 28 Jahre alt ist, steht er der Firma als CEO vor. Also seit 34 Jahren. Und noch nie stand er so dermaßen in der Kritik wie aktuell. Aber was ist da eigentlich passiert? Bereits seit längerem ist klar, dass das interne Firmenumfeld bei Ubisoft oft eine toxische Umgebung ist. Im Rahmen einer internen Mitarbeiterbefragung berichteten vor 2 Jahren rund 3500 Mitarbeiter, das entsprach damals etwa 25% der gesamten Belegschaft von Ubisoft, dass sie von diversen Fehlverhalten ihrer Vorgesetzten betroffen waren. Also in einer Phase, in der Ubisoft wirtschaftlich noch super dastand. Und wer an das Paradebeispiel Die Siedler denkt, liegt natürlich goldrichtig, aber dazu später noch mehr. Guillemot versprach damals jedenfalls Änderungen in der Unternehmenskultur, änderte aber rein gar nichts. Im Gegenteil, neben den Problemen mit Vorgesetzten kamen plötzlich auch Vorwürfe von sexuellen Übergriffen auf Angestellte auf, die auch schnell an die Öffentlichkeit gelangten. Guillemot versprach erneut Besserung und feuerte einige Manager und Teamleiter. Die Unternehmenskultur verbesserte sich damit aber nicht, wie über 1000 ehemalige und aktive Mitarbeiter in einem öffentlichen Brief klarmachten. Und was machte Yves Guillemot? Er gab der La Presse ein Interview, in dem er meinte, dass die Toxizität in der Videospielindustrie von notwendiger Reibung im kreativen Prozess herrühre, wofür er sich zu Recht einen Shitstorm einhandelte. Daraufhin ruderte er im Branchenmagazin Kotaku umgehend zurück. Er habe mit Reibung nur Meinungsunterschiede gemeint, die zu hitzigen, aber gesunden Debatten führten. Dem steht allerdings eine Recherche des Magazins Liberation gegenüber, die nahelegt, dass die Ubisoft-Führungsetage schon 2017, also lange bevor die Beschwerden der Angestellten öffentlich wurden, Bescheid wusste. Vor allem bei Ubisoft Montpellier, dem Entwicklungsstudio des nie erschienenen Beyond Good and Evil 2, berichteten Mitarbeiter von Unwohlsein, Angst, Burnout und Depressionen. Der Studioleiter flog dann übrigens im Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen aus der Firma. Nun, im Hier und Jetzt angekommen, scheint man aus dieser Phase aber immer noch nicht die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. So gibt nun Guillemot seinen Mitarbeitern die Schuld daran, dass es aktuell nicht läuft, anstelle sich mal vor seine Mitarbeiter zu stellen, wie man das eigentlich von einer Führungsperson erwarten würde. Zitat: Es liegt an euch, das Line-Up pünktlich und in der erwarteten Qualität zu liefern und allen zu zeigen, was wir zu leisten imstande sind. Von Einsicht also keine Spur. Die Konkurrenz sei schuld. Die Kundschaft, die lieber Megamarken spiele. What? Und das sagt Guillemot, der mit Marken wie Assassin's Creed oder Far Cry das Ganze aus der ersten Reihe mitbefeuert hat. Die Entwicklung von insgesamt 7 noch unbekannten Spielen wurde also eingestellt. Der Hoffnungsträger Skull and Bones zum x-ten Mal erneut verschoben, zumal den meisten Gamern eh schon klar ist, dass auch dieses Ding gnadenlos floppen wird. Oder habt ihr etwa vor, das Ding für schlappe 70 € zu kaufen? Spiele wie Mario & Rabbids Sparks of Hope und Just Dance 2023 floppten, was so auch vorher schon absehbar war, und auch das neue Die Siedler wird zur völligen Verwunderung von Ubisoft kolossal floppen, da ebenso wie die beiden vorher genannten komplett an ihren Communities vorbei entwickelt. Der Konzerngewinn brach daher bereits um 10% ein und Ubisoft verlor in den vergangenen 2 Jahren rund 65% des Börsenwerts. Besserung kaum in Sicht. Solange hat Ubisoft einfach immer die gleichen Spiele produziert. Jedes Assassin's Creed ist im Kern das gleiche Spiel. Far Cry, das mal für bahnbrechende Grafik stand, verbindet man heute eher mit Begriffen wie Funktürme, um die Karte aufzudecken, und die Jagd auf exotische Tiere, um sich eine größere Geldbörse für den Ingame-Shop zu verschaffen. The Division war mit allen seinen Abstürzen und Balancing-Problemen von Tag 1 an tot. Nach einigen Monaten musste das Team selbst einsehen, dass ihr Spiel einfach keinen Spaß macht. Der Nachfolger, The Division 2, machte es zwar besser, konnte aber kaum vergraulte Spieler zurückholen. Dann hätten wir da noch Ghost Recon Breakpoint, welche schon vor dem Release wegen unter anderem fragwürdiger Designentscheidungen wie mitlevelnder Roboterdrohnen verrissen wurde.
Die sogenannte Ubisoft-Formel für Spiele wurde spätestens hier zum Meme. Aber auf diese Megamarken in Anführungszeichen will sich Gilmour nun konzentrieren. Mitten in der größten Krise des Unternehmens sollen ausgerechnet Spiele-Franchises das Unternehmen retten, die teilweise selbst auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen sind. Gleichzeitig bezeichnet er Avatar: Frontiers of Pandora und Skull and Bones als die größte Pipeline der Geschichte. Ob er sich bei diesem Satz wohl das Lachen verkneifen musste? Mit etwas Glück gelingt es dieses Jahr vielleicht noch Assassin's Creed Mirage oder dem Konsolenport von Anno 1800. Wenn überhaupt. Da passt es auch ins Bild, dass man hinter den Kulissen bereits aufgegeben hat und händeringend nach einem Käufer für das komplette Unternehmen sucht. Allerdings scheint sich aktuell nicht mal Tencent dieses sinkende Schiff antun zu wollen, welche vor kurzem erst ihren Aktienanteil erhöht hatten. Mein Gott, angeblich wurde man sogar regelrecht ausgelacht. Für die Mitarbeiter jedenfalls ist das alles doppelt bitter. Ihr Arbeitgeber geriet durch Missmanagement, Skandale und oft am Kunden vorbei entwickelte Produkte in Probleme, wofür ihnen nun die Schuld an der Misere gegeben wird. Und was in naher Zukunft passieren wird, ist eigentlich auch kein Geheimnis. Ubisoft wird sich bei den aktuellen Zahlen radikal verschlanken müssen. Statt aber Marken wie die Siedler einfach zu verkaufen, werden Studios geschlossen werden und Mitarbeiter in Massen entlassen, bis man eine Größe erreicht hat, die einen Verkauf der Marken und verbleibenden Studios rechtfertigen. Viele Angestellte werden für die Fehler ihres Chefs büßen müssen. Auf dem Twitter-Account #ABetterUbisoft rufen sie seit fast 2 Jahren nach Änderungen. Die werden jetzt auch kommen, aber ganz anders, als sie sich das gewünscht hätten. Yves Gilmour kann es egal sein. Mit dem Verkauf wird er sich schlussendlich aus der Branche Richtung Rente zurückziehen. Mit einem fetten Sack voll Geld.